Yang bravayannamanapetamapetakrityam Daipayana virahaka tarvajuhava Putreti tanmayataya tarvo bhinedun Tang sarvabhuta hridayam munimatasmi Bhaje bhajaikamandanam samastapapakhandanam Bhaje bhajaikamandanam samastapapakhandanam Sabhaktachitarandanam Sadaiva Nandanandanam. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Prabhupada told, don't try to search any fault with others. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada sagt, versuch keine Fehler mit anderen zu finden, sondern mit dir selber. Das ist der Ratschlag von Srila Bhakti Siddhanta. Bhaktisiddhanta Saraswati Parasvabhava Karmanirapam Samsanakaryat Vishwam Mekatma Sampashmati Purushu Pushana. It is strange in front of us, infinitesimal Jivatma, having some false ego. So, der Welt sagt aus, dass wir eben, in der Welt haben alle ein falsches Ego. Und wenn du jetzt die Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada sagt Prakriti und Purush. Prakriti und Purush. Prakriti and Purush together making this whole universe, this creation. Durch die kommt die ganze Kreation zustande. Und da ist ein Tattva dahinter, das ist Advaigyan Tattva. Aber das ist nicht so einfach zum Realisieren. Ohne dass du das Advaigyan Tattva realisierst, hast du kein Recht, auf Verschiedenheit zu achten. Also du siehst keine Einheit, sondern Verschiedenheit, getrennt von Krishna. Wenn du irgendwas Falsches gegen jemanden sagst, kritisierst oder einen anderen den Lobpreis, so beides ist eine Verwicklung in die materielle Energie. So, wenn du so eine Einstellung hast, das ist ein kontaminierter Geist. Also es ist so wie eine Brücke, was du da baust im Geist, wenn du dich konzentrierst auf andere schlechte Gewohnheiten oder gute Gewohnheiten, die kommen dann zu dir. Actually, we will have to pray for satsang. So sagt Sangha, für das muss man beten. Das ist nicht nur selten, sondern so selten. Acha sucheta buddhimam shanta eva yasa chintanti man upasangoktibi.
Sangibi bedeutet Prarachana Dibi, von seinem Ratschlag von Harikatha. Nur die Sadhus, die können trennen die Verbindung mit der materiellen Energie von der Seele. I know if I want to discuss about the absolute truth, then I will have to go up to that level. So, man muss selber auf dem absoluten Standpunkt sein, nachher kann man erst über die absolute Wahrheit sprechen. Und schon davor bist du nicht qualifiziert. Chaitanya Mahaprabhu hat uns das gelehrt. Aber normale Leute, die missverstehen das heraus aus ihrem falschen Ego. Die denken, warum sprechen die Sadhus so? Das ist nicht wirklich Trinado Bisunichana. Ist nicht mit Keshav Goswami Maharaj Trinado Bisunichana oder mit Bhakti Vallabhdeva Maharaj. So, Trinada Bisunichana, die seien Trinada Bisunichana, aber die anderen wollen sich selber, die anderen verstehen nicht wirklich, was positiv an dem ist. So Tag und Nacht. If you only know knowledge, if you don't understand what is, ignorance. So, du kannst das beide nur mit den anderen gegenseitig verstehen, Tag und Nacht. Also um die Nacht zu kennen, musst du Tag kennen, um Tag zu kennen, musst du Nacht zu kennen. Und du musst dein Leben nach dem richten, um das zu verstehen. Vacho Vegam, Manasso Krodha Vegam, Etattvegam, Jibhavegam, Mutarabhasta Vegam, Etattvegam, Yavashaheta Tiraha, Sarvam Apimam Pritivim Shashishyat. Also nur eine perfekte Seele oder ein perfekter Sadhu, der kann die Welt wirklich leiten und führen. Er kann jetzt Strafen erteilen oder er kann Lobpreisen, Anuga und Nigra. Einer kann eine Frage sagen, wie war es möglich für Parikshit Maharaj? Zum Beispiel Pritha Maharaj, Ambarish Maharaj, Saptatyp Adi Badi. Also die regieren die ganze Welt. Also wir haben nicht Kontrolle in dem Leben von der einzigsten Frau, die was wir in der Familie haben. Ambarish, der hat ein ganzes Königreich kontrolliert, aber wir können nicht einmal eine Familie kontrollieren. Also, oder die Frau. Was ist das Mysterium dahinter? So Ambarish Maharaj hat Bhakti. Pritha Maharaj hat Bhakti. Bhakti ist eine Shakti, Energie. Zum Beispiel sein Gurudev, der hat im Alter, ist im Bett gelegen und hat Harinam chantet. Aber alles bewegt sich nach seinem Willen. Er kontrolliert alles. Es schaut so aus, als wäre er im Bett liegt, aber der Gurudev kontrolliert alles. Es schaut so aus, als wäre er nichts macht und nur chantet. Aber alles ist unter seiner Kontrolle. Bhakti ist eine Shakti. Energie. Ohne Bhakti kannst du nicht einmal deinen Geist und deine Sinne kontrollieren. Gestern haben wir so viel besprochen. Er hat uns ja gesagt, dass wirkliche Harikatha
normale Leute eigentlich nicht wirklich hören wollen. Dämonische Charaktere sowieso nicht. Also die machen sogar Vergehen gegen Guru und Vaishnava. Solche Leute wollen niemals Harikatha hören. Rupa Goswami teilt uns mit. Syat Krishna Namadi Sitapya Avidya Pato Pataptarasa Narasya no Kintu Adara Danudinam Kalausa Eva Justa. Tatgadamula Hantri. Syat Krishna Amadi Sitapya Vidya Pato Pataptara Sanasana Rochikano Kintu Adarat Anudi Saiva Justam Kramate Datvavadi Gattaramula Hantrim. So, wenn du, Rupa Goswami sagt, wenn du Gelbsucht hast, schon das. If you develop jaundice, in that case, though candy is very sweet, you don't like to take it. You think it is very bad. Also dann kannst du Süßigkeiten schmecken dann bitter. Aber die einzigste Heilung ist, dass du eben die Medizin einnimmst, Süßigkeiten. So, du denkst ja zwar zuerst, das ist bitter, aber das ist nur, weil die Zunge mit dem Virus voll ist und die kann jetzt nicht die Süße schmecken. Und so ist das Gleiche mit Harikatha und den heiligen Namen. Für uns ist es bitter, die heiligen Namen zu chanten, Harikatha zu hören. Aber obwohl das eigentlich so ein Zuckerl ist, so komplett voller Süße, aber für uns schmeckt es jetzt bitter, weil wir eben in einem kranken Zustand sind. Aber desto mehr und mehr wir das einnehmen, das ist nämlich auch die Medizin, nachher verschwindet die Krankheit und wir verstehen, was wirklich das für Süße hat. Der heilige Name und Harikatha. So, to rectify ourselves, on those days we have been discussing about Kaliya Lila. So, wir haben uns jetzt über Kaliya geredet, um uns selber unsere Fehler anzuschauen. Unsere Fehler im Herzen, was wir im Herzen haben, nicht auf andere. If I cannot draw any conclusion, final conclusion, then the discussion cannot be perfect. I should draw one nice conclusion, appendix, the gist. Because bonded soul having suspicion, doubts, now it is possible, Maharaj. Is absurd. So, jetzt sage ich eben das, was man, eben das Resultat, was man davon hat oder was man lernen soll von dem Lila von Kaliya. Think over and again about this Lila to understand some. Also über das Lila muss man immer und immer wieder nachdenken und darüber meditieren und mehr eben erkennen zu lernen. Kaliya, der hat Asatsanga gehabt, schlechte Gemeinschaft. Und irgendwie durch gute Umstände, glücksverheißende Umstände, manchmal passiert es, dass du einen Fehler machst zu Guru und Vaishnava. Und Guru und Vaishnava sind aber immer voller Barmherzigkeit. So, auch wenn du einen Fehler machst, sie wollen immer nur das Beste für dich. Die beten für dich, die denken nach, wie sie dir helfen können. Das ist der einzigste Aufgabe und ihre Barmherzigkeit für die gefallenen Seelen.
Vaishnavara Avedana Krishna Dayamaya Ehena Paramaprati Hebena Sudha. Also aus unserem eigenen Effort, aus unserer eigenen Kraft können wir nicht das Ganze überkommen, sondern wir brauchen die Barmherzigkeit von Sadhu und Vaishnava. Es ist kein direkter Weg, um zu Krishna zu kommen, sondern man geht über Guru und Vaishnava. Das ist das Wichtigste. Ja. Those who are the devotees of Krishna, messenger of Krishna, they have no business here. Naroti have no business here in this material world. So die Devotees, die haben nichts zum Tun, Karma oder sowas in der Welt. Aber warum kommen sie dann? Sie kommen nur, um uns zu helfen. Die haben keine andere Aufgabe in der Welt. Nicht so wie wir. Wir haben so viele Aufgaben, denken wir. Aber der Guru und Vaishnava hat nur die Aufgabe, unser Bewusstsein zu erhöhen. So die, was gegen Krishna sind, ihr Leben leben wie Verrückte. So, die haben keine Kontrolle über Sinne und Geist. Also wie wilde Pferde rennen alle Sinne. Karnadhara Jaladau. Also das bedeutet in einem großen Ozean voll mit Wasser. So, was hat man da für Chance? Da ist man komplett hilflos, wenn da kein Bootsmann oder kein Boot da ist. Ah, wenn das da ist, ist ein Problem. Er war es selber. Es sind einmal zwei Freunde zum Meer gegangen. Fischer, das sind Freunde. Two fishermen, two friends, they're two friends. They're going for fishing ground. They're going to catch fish from sea because they like to sell. But the weather was very bad. So, das Wetter hat aber ganz eine schlechte Form angenommen. Und keiner war eigentlich erlaubt, aufs Meer zu gehen. Aber die wollten es außerfordern. Und dann sind sie mit dem kleinen Boot auf dem wilden Ozean gegangen. Und in einer ganz kurzen Zeit sind sie weggewaschen worden von großen Wellen und Wind und verloren gegangen. Es ist komplett außer Kontrolle. Es ist ein praktisches Beispiel. Das hat er selber gehört in den Nachrichten. 1, 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate sind vergangen. So, was können die essen? Was ist zum Essen da? Woher kriegen sie Wasser? Also das Meereswasser kannst du nicht trinken, ist voller Salz. So. Die haben sich dann selber, also der erste Freund ist gestorben vor lauter Hunger und dann hat er ihn ins Wasser gegeben. Nirgends, nachher hat er gebetet zum höchsten Herrn, was kann er jetzt machen? So, was macht er jetzt, der Mann? Aber der hat irgendwie da eine Schildkröte gefangen und hat von der das Blut hat er getrunken.
und 14 Monate, 16 Monate circa eine Insel. Und er betet, oh. Also er ist voll, nein, er schlaft nicht, irgendwie schlaft er halt in der Nacht, einen langen Bart, ganz lange Fingernägel. Und irgendwie ist er auf der Insel gekommen und nachher spricht er vor dem Doktor in die Krankenhäuser. Er war in einer langen Zeit im Koma. Und nachher hat er gesprochen. So, das ist die Kondition von der Seele. Die reisen ein in dem materiellen Ozean, ohne Kontrolle, wohin und wo sie gehen, mitgerissen von großen Wellen und Seitenwinde und so weiter. Also du kannst in die westlichen Länder gehen und kannst dir anschauen, was die machen, so wie verrückt die geworden sind. Das ist traurig zum Anschauen. So eine Seele, eine gebundene Seele ist komplett vergleichbar mit einem wilden Pferd. So, auch wenn du jetzt so ein wildes Pferd bändigen willst, das kannst du für eine gewisse Zeit machen. Und dann kickt dir das Pferd weg und kickt er dann auch noch auf die Brust. So Vijitari Sika. So, du hast keine Kontrolle. Dass du da rauskommst. Wow. Then the surrounding situation can take an ugly turn and come to attract us fiercely. Whole situation then. Each and every moment we are begging for the Kripa Guru Vaishnava. Narottamdev crying and speaking. Kuno Jodi Yata Shere. So wir beten. So Srila Narottam Das Thakur, der betete, das bitte zieh mich irgendwie bei meinem Sika, bring mich aus der materiellen Welt. So, ich bin so verstrickt in Maya, in den Ozean, bitte bring mich auf die Insel von Navadvip oder Vrindavan. Pack mich bei die Haare und bring mich raus. Bitte, bitte. Und schon habe ich keine Chance. So in der materiellen Welt haben wir die Möglichkeit, Guru und Vaishnava zu dienen. Warum? Damit wir dann rauskommen aus der Verstrickung. Geld, Versicherungen, Altersheime oder das und das kann da alles nicht helfen. So Kaliya repräsentiert. Also er hat den Schlangenkörper gekriegt durch seine vergangenen Taten, sein Karma. Und er hat dann noch Gemeinschaft mit ganz gefährlichen Schlangen, giftiger Schlangen, Freundschaft. So, das ist Asatsang, schlechte Gemeinschaft. Und dann fängt er an zum Streiten mit Garuda. Obwohl Garuda ewiger Geweihter vom höchsten Herrn. But you see, the point is very positive. That though he is going to fight with Guruji Maharaj, but still, ultimately... So, er fängt Kämpfe an mit Garuda, aber Garuda, irgendwie durch das hat er dann die Möglichkeit... This become the cause of his rescue. So, das ist der Grund gewesen für sein Retten. It's coming. This is a system.
Otherwise there's no way. If one very nice man, So, very nice man, he is going to show mercy upon you, but I can prove he is material man, he is not Vaishnava. So ultimately, he is going to show mercy upon you, but ultimately you are going to get bad result. I can prove today. But Vaishnava is going to punish you. so Vaishnava, der kann dir in Schwierigkeiten geben, so dass du schlussendlich voranschreitest. Also er hat da über Deval Rishi gesprochen, über den Rishi. Deval Rishi, der hat ein Bad genommen im Fluss. Und Huhu Gandharva hat einen Witz gemacht mit ihm, hat ihn bei die Füße reingezogen. So, wer zieht meine Füße? Und er lacht, haha. So, oh, das ist wie ein Krokodil, so wie du dich aufführst. So, du sollst verflucht ihn, dass du ein Krokodil wärst. Und nachher, so hat er die Füße. So, was ist passiert? Okay, er hat den Fehler gemacht. Er wollte sich entschuldigen. Also Deval Rishi hat ihn verflucht, aber er hat die Möglichkeit gekriegt, dort geboren zu werden, wo dann eben der Kampf stattgefunden hat mit Gajendra. So beide von ihnen haben schlussendlich die Lotusfüße vom höchsten Herrn gekriegt. Er hat gesprochen über Jamal Arjun. Und jetzt kommen wir zu Kaliya wieder. Apparently you can pass so many unstable siddhanta that Sobari Muni has done, okay, Maharaj is going to prevent him. Yeah, unstable siddhanta. You don't know. You don't know. Actually, you can pass this kind of remark, but you cannot go deep into the philosophy, into the siddhanta. What is that? Actually, due to Guru Maharaj, he was bound to come here. So durch Guru Maharaj ist Kaliya gebunden worden, in den Fluss zu kommen. Aber jetzt geht er zurück zu der Geschichte von Mandata und Saubhagya. Also Saubhagya, so, was hat Saubhagya falsch gemacht? Was ist das Siddhanta von Jiva Goswami, Vaishnava Darshini? Saubhagya, der hat Bhajan gemacht. Und Garuda ist der Siddha Mahatma. Saubhagya ist nicht der ewige Geweihte. Hiranyakashipu macht auch Bhajan. So, wo Hiranyakashipu der Pasya gemacht hat, sagt, na Bhuta, na Pavishyati. Keiner hat jemals solche Austerities, Entsaugungen gemacht wie du, in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Aber das ist nicht wirklich Bhajan, das ist Entsaugungen. Bhajan bedeutet Seva, Dienst. Austerities und Entsagung macht man, um eine gewisse Kraft zu kriegen. Krishna ist nicht bei dem interessiert. If you have any kind of seva mood, if you like to love me, serve me, then I am interested. So nobody can be compared with Brajavasis. I am going to draw some conclusion, final siddhanta on Kaliya Lila, otherwise this discussion is incomplete. Yesterday also I was
So die Pachabasis, das sind die besten Beispiele für Seva zu Krishna. So Garuda, wo der hungrig war, gekommen ist, um den Fisch zu fangen vom Fluss, vom See, und hat gegessen, und alle kleinen Fische, die sind gekommen und vom Sauberischen, haben ihm gesagt, weil er ist ja im Wasser, unter Wasser für viele tausende Jahre, hat er dort meditiert, und die Fische sagen jetzt, wir sind in Schwierigkeiten. So hilf uns doch, weil sonst sind wir die Nächsten, was gefressen werden. So diejenigen, was Austerities und Entsagungen machen, die haben meistens ein falsches Ego. Ganz natürlich. Geh nur und schau die Vaishnavas an. Mayavadis, geh und schau dir die Mayavadis an. Die machen mehr Entsagung, sind viel entsagter. Aber Srila Prabhupada sagt, der sind Bogis. Srila Prabhupada sagt, das sind in Wirklichkeit, die wollen sich vergnügen, das sind Bogis. I know one man, he used to do bhajan from 2:30, night time, 2 o'clock. At the bank of Ram Ganga. Not this Ganga, one Ram Ganga. On night time in Shambhala. Also der hat in der Nacht immer chantet, Swaham, Swaham, schon um 2 in der Nacht. Aber some wicked boys steal some important thing of his bhajan. Und irgendwelche Jungs, die haben so eine Art von Kraft kommt zu ihm, aber kein Bhakti. Kaliya kriegt auch eine gewisse Kraft, aber es ist nicht Bhakti. Er gut ignoriert in Wirklichkeit. Eine Kraft kommt, aber nicht Bhakti. So, die Jungs, die stehlen dann wichtige Sachen von ihm. Er kann nicht sagen, dass das ein Sadhu ist, aber die Person, der hat alle Villagers, alle Dorfleute zusammengerufen und hat gesagt, wer hat das jetzt gestohlen, wer hat das jetzt gestohlen? Und er ist ärgerlich geworden. So, wer das jetzt gestohlen hat, dann hat er ausgesprochen, dass wenn das jetzt in 3 Tagen nicht zurückkommt, dann kriegen diejenigen, die was es gestohlen haben, kommen die Schlangen und beißt denjenigen. Und den Schlangen hat dann den Jungen bissen und der Junge ist gefunden worden. So, die machen nicht Bhajan, Entsagungen, Austerities machen sie, aber der Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt zum Shukla Bhamisha, dass er dann nur Milch trunken. Aber zudem hat er gesagt, die Dämonen, die machen mehr Tapasya und Entsagungen als wie du. So, das ist mir nicht wichtig, sagt Chaitanya Mahaprabhu. Du kannst Milch trinken, aber du denkst ja, dass du mich dabei kriegst. Nein. So now actually, he is doing tapasya. So out of tapasya, so aus dem Tapasya, Mandata war der König, der hat 7 Inseln regiert zu der Zeit. Saptadvip. So, die Tochter von Mandata,
und dann mit ihm zu leben. So, er hat sich, oder warum ist Hiranyakashipu gestorben, obwohl er solche Austerities macht, Entsagungen? Weil es eben nicht so wichtig ist. Bhakti ist das Wichtige. Saubhagya Rishi kann auch Tapasya machen. Aber Ribu Rishi in Kamyavan, der ist in ganz einem tiefen Wald und der macht dort Bhajan. Sein Körper ist fast schon als Skeleton. Priyaji und Priyatama, Radharani und Krishna, Govinda, die gehen in den Wald. Und Radharani sagt zu ihm, oh, gib ihm Kripa, oh Priye, wenn du willst, dann mache ich das. Und wenn dann Ribu Rishi Kripa kriegt, das ist eine exzellente Kripa, weil Bhakti da ist. Er macht Tapasya, aber es war eben gemischt mit Bhakti. And also the case of that, Pushpabhadra, that rishi, what is his name? He is doing bhajan. Very nice. He is having love for Prabhu. Ultimately doing tapasya, and he, Supreme Lord, he want to see his Maya. What is the name of that rishi? Always I speak. Markandeya. Oh, Markandeya. Then Prabhu become Markandeya Prabhu. I like to see your Maya. Oh, really? I like to see my Maya. Markandeya Rishi, der wollte auch Maya sehen. They don't, dare to speak that way. Okay, you see. In the midterm, they vanish, Supreme Lord. Also und der Markandeya Rishi hat sich dann vorgefunden in einem ganzen großen Ozean von Wasser. Also er hat keinen Ort mehr gefunden, wo er hingehen soll. Und er hat dann ein Blatt gesehen, was er... Und Balamukunda ist jetzt auf dem Fluss. Auf dem Blatt, der schwimmt auf dem Blatt. Und dann kommt bei seinem Einatmen kommt er in seinen Körper von dem Balagopal. Und dort findet er alle Universen vor. So er wollte den Geschmack von Maya haben. Narada genauso. Also Narada, ich sage, der steht wo. Narada wollte das einmal sehen. Nice incident, I can speak someday. Today I have no time. Naradaji crying. Then Prabhu said, what happened, Narada? After that, when he came back, he's considered, oh my God, I was in Maya. So, also die Geschichte ist lang. Aber Narad war auch ausgetrickst von der Maya. Er sagt jetzt nicht die ganze Geschichte. So he said, this way actually, nice arrangement by Supreme Lord. Now here one point, if you are going to make some problem with Guru Vaishnava still. So wenn du ein Problem hast mit Guru und Vaishnava oder ihnen machst, Guru und Vaishnava, die schauen immer das für die das Beste. Also sie wollen dir helfen, dass du Fortschritt machst. Aber wenn du sie schlecht behandelst, Tulsidas Ji, some devotee and some village people were speaking. Tulsidas Ji, actually that man always try to find fault in you all the time, speaking all rubbish against you. All the time he is speaking all rubbish against you. So Tulsidas hat da gesagt, anderes kommen und er sagt, andere, der kritisiert die immer. Und Tulsidas sagt, aber das ist gut.
Und Tulsidas, der hat Freude daran oder der sagt, es ist perfekt, wenn ich mit jemandem zusammenleben kann, der was mich kritisiert, weil so kann ich mich immer so kann ich mich immer zurechtweisen. Er zeigt mir die Fehler auf. So, ich will mit den Leuten zusammen sein, die was mich kritisieren, sagt er. So kann ich Fortschritt machen und kann eine heilige Person werden, ein Sadhu. Unnecessarily outside one very notorious man. He want to fight with him. Unnecessarily, no reason. I told you, I know he is very dangerous and notorious. He wanted to kill him. Unnecessarily. I say, you know, he is more than a snake, poisonous. So you should treat him such a way so that I can come and find solution. Because for that notorious man also I have some mercy. I want to get some way out. Otherwise, why I am there in Suvanagira, Goshala? I should stay in America by now, France, Italy. Why I am here? To enjoy my bhajan here in Govardhan. And to find some way out for those who are staying here, Ghosh and everything they are staying. This is the reason. I have no desire to get anywhere. Also, I am not fit. So this way, at all if you are going to make any problem, with any devotee, actual devotee, they are going to find some way out. Je nachdem, auch wenn du Probleme machen willst oder was Schlechtes machen willst, so die Sadhus, die schlussendlich wollen dir immer nur helfen. So Bhaga Rishi, da kann man jetzt sagen, moralisch hat er das Richtige gemacht. Garuda Bhagavan, warum isst der Fisch von dem See? Garuda hat den Körper von einem Vogel, so ist ganz eine natürliche Speise für ihn. So ein Tiger, der isst auch Fleisch vom Dschungel, irgendwelche Rehe oder was. Das ist auch nicht sündhaft. Das ist so gemacht von der Natur. Now point is that why Guru Bhagavan, he is Pasha, why he is going to take this why Guru Bhagavan is Pasha, then why Guru Bhagavan going to make this kind of problem? So warum macht Garuda jetzt? Why Guru Bhagavan why he is Pasha? How we can improve Garuda ist ein ewiger Geweihter. Whereas Supreme Lord coming in this material world, but Supreme Lord in the form of one covered boy. Gopal coming now. Also der Höchste ist in der Form von einem Kuhhirten gekommen. Gopal, Baldauji Maharaj, Bhagavan Sri Krishna. Die kommen in die Welt. Und die fühlen sich auch hungrig. Because now he is coming in this material world, though we know those who are coming from transcendental world, Guru Vrindavan, Vaikuntha, they cannot have any kind of appetite or thirst. Okay. So normalerweise die, was von der transzendentalen Welt kommen, die können ohne those who are coming from that transcendental world, how we can expect? Sollen nicht durstig sein oder die haben keinen Hunger. Whereas Bhagavan Sri Krishna coming in this abundant world, and Bhagavan Sri Krishna, Balaram, they also feeling hungry. Feeling hungry, na? Krishna speaking, I'm very hungry. So when Krishna Bhagavan, Balaram, all eternal Pasas, Shaka, they are eternal. If they are going to show, die ewigen Geweihten, wenn die jetzt einen Hunger aufzeigen, das machen sie, weil sie eben eine Lila aufzeigen.
Sie haben normals keinen Hunger und keinen Durst. Aber das ist eben das Spiel. So Garuda Bhagavan ist auch ein Geweihter. Der kommt auch von der transzendentalen Welt dorthin. So, was ist die Aufgabe vom Sauberge Rishi? Ist es gut für ihn, dass er jetzt den Fluch gesagt hat? Was ist der Status vom Sauberge Rishi und was von Garuda? Jiva Goswami, der sagt uns, er macht Sadhana für 16.000 Jahre, aber Garuda ist ja direkter Sevaka vom höchsten Herrn. Also er hat so eine große Wichtigkeit. Wenn du irgendwas sprichst gegen Siddha Mahatma, gegen höhere Seelen, wenn du die kritisierst, dann kannst du ein Riesenproblem haben. So in der materiellen Welt ist es wichtig, dass die, was älter sein, denen muss Respekt geben sein. In der transzendentalen Welt ist es umgekehrt. Vyasadev, obwohl er so alt ist, bringt er in Sukadev Goswami Ehrerbietung da. Der ist ganz jung. So in der spirituellen Welt ist es umgedreht, weil er eben mehr Bhakti hat. So Seniority ist immer der was höher ein tieferes Bhajan haben, die was mehr Bhakti haben, die sind mehr zum Respektieren. Aber Rishi ist höher als wie Dhruva Durvasa Rishi. When life going to go, Durvasa, cars, life going, in that case still it is stable and tranquil. How possible? So, auch wenn ihm das Leben genommen wird, in Ambarish steht er doch noch still und macht keinen, also er ist nicht gestört. Aber Bharat Maharaj, obwohl sie jetzt in dem Moment seinen Kopf abschlagen wollen, ist Bharat Maharaj immer noch ganz ruhig. Er sagt, er hat keine Anspannung. Er sagt, das ist der höchste Wille vom Herrn. So, die haben keine Anspannung. Bharat Maharaj, der hat ihn nicht geschützt oder er hat nicht irgendwas gegen die Leute gesagt. Was ist dann passiert? Und die Shakti, die Energie Bhadrakali, die hat das Schwert genommen und hat diejenigen, was ihn töten wollen, die hat all ihre Köpfe abgehackt und hat angefangen, Fußball zu spielen. Das ist ein Bastam in Srimad Bhagavatam. Und manchmal trinken sie das heiße Blut. So, das ist eine tamasische Geburt, so da ist das kein Problem. So Sauberge Rishi sollte verstehen, dass er einen Fehler macht. Er wollte Barmherzigkeit zu den Fischen zahlen. So Sauberge Rishi, der ist in Bhajan. Fisch. So ultimate result, doing aparadha unto the lotus feet of Guruji Maharaj. Not only he is speaking, from today onward, if Guru coming here to take fish
Also Saubhagarishi sagt auch von heute an, wenn Garuda wieder mal kommt, nach einem Stirb auf der Stelle, wenn er nochmal Fisch versucht zu essen von dem See. Simply one Brahman, when went to cards, Supreme Lord approved it. So, aber wenn ein Brahman einen Fluch ausspricht, der höchste Herr, der heißt es gut, der lässt es passieren. Then I am going to quote the case of, that Parshad, there, Vaikuntha Parshad, who? Jai Vijay. Oder Jaya Vijay. When those rishis speaking, we have done this day, actually we become hungry and we can't say it's a very So, die haben dann auch gesagt, wie ist das möglich? Jetzt sind wir ärgerlich geworden. Wie ist das jetzt in uns vorgegangen? Wie sind die Gedanken gekommen? Sie wollten sich entschuldigen beim höchsten Herrn, aber der höchste Herr ist gekommen mit Lakshmi, mit seiner Gefährtin. This way, what happens, we don't know. This situation sequence was created. So in cars, actually, it was very bad. Supreme said, no, it was my desire. So, der höchste Herr sagt aber dann, dass das eben mein Wunsch war, dass das so passiert ist. So, Jai Vijay, die sagen auch, oh, wie können wir leben ohne die? Supreme Lord saying, it is the curse of those rishi. So, der höchste Herr sagt, das ist der Fluch von den Rishis. Aber es ist auch mein Wunsch. So, ich kann den auflösen, den Fluch. Ich habe die Kraft. Aber er will das nicht. Weil er will auch den Respekt zu deren Worte geben. So you will have, okay, no problem. You have to do Lila, 3 lives. Und dann haben sie jetzt 3 Leben des Lila oder im positiven Sinn oder negativen 7 Leben. So Saubhagarishi, der verflucht jetzt auch Garuda. So Garuda Bhagavan not going to dishonor the curse of So Garuda, der lässt auch den Fluch von Saubhagarishi passieren. Er nimmt den an, weil er es respektiert. Shankar Bhagavan einmal mit Devi Parvati. Warum bist du ärgerlich geworden? Er ist mein Gottbruder, sagt sie. Also, er hat das zwar gesagt, aber du bist so ärgerlich geworden. Und nachher hat er sie verflucht. Aber die Vaishnavas haben die Stimmung, oh, das ist der Schüler von Shankarshan. So, er wird ihn nicht verfluchen, aber du verfluchst ihn. Er könnte es machen, aber er macht es nicht. Guruji Maharaj can cut this problem, but going to give honor to so his, cards, and from then onward, Guruji Maharaj was not going to that lake to take fish. Und von dem Zeitpunkt ist dann Garuda nicht mehr zu dem See gegangen. Jiva Goswami schreibt nicht nur Fische, es ist geschrieben Fische, aber all die Wasserlebewesen sind damit gemeint, inkludiert von Schlangen. So Jiva Goswami gibt das Argument, dass eben die Fische, das Wort umfasst auch Schlangen und so weiter.
Das ist mit einbegriffen. Because Deswegen hat Garuda nur zu dem See gehen können. Condition. So Purima is speaking. From today onward, if any time Garuda Maharaj is coming here to take fish from this lake, he can direct it. Okay. He can come not going to catch fish, he can take another aquatic elements. So it is written, not, Jiva Goswami is not, it is written there. But the inner meaning is that all aquatic elements is met. Otherwise, how it was possible for Kaliya to come here and take shelter in that lake? Only Kaliya having this kind of information. Because he is the topmost snake. The lowest topmost and king So of Kaliya ist die König der Schlangen. and long history from Mahabharata, I don't like to go back. There was some So lange Geschichte mit im Mahabharat. Snacks and Guruji Maharaj, so long history. That's why they wanted to put the mother of Guruji Maharaj in, as a maid servant. Die wollten die Mutter von Garuda als Dienerin machen. Mother free, so you can go to heaven and get the nectar from there if you can. So wie kann er seine Mutter und seinen Vater befreien? Durch den Nektar. So geh und hol den Nektar. Und wenn Garuda den Nektar genommen hat und dann abgegangen ist, nachher ist er auf dem Baum gesessen, auf dem Kadamba-Rikscha, und deswegen ist das der einzigste Baum, was dort dann am Leben war. Bolosta Rishi hat da den Berg gehoben und hat ihn dann dort abgesetzt in dem Moment, weil das eben auch der Wunsch von Krishna war. So dass wir die Möglichkeit haben, Govardhan Parikram jetzt zu machen. Whereas I already told, it is written in Bhagavatam that there is Govardhan, Jamuna, so this Vrindavan, Krishna Balaram like very much. Krishna Balaram when coming from Gokula. So Krishna und Balaram, wenn die von Gokul nach Vrindavan kommen, in Vrindavan können sie sich wirklich ausleben, austoben. Govardhan ist da, Yamuna. You can do useless. Where is Jamuna? No Jamuna there, Maharaj is written in Bhagavatam. Where is Govardhan? But you are less intelligent. You are foolish. That's why you cannot understand. You see the length and breadth of Govardhan. I challenge you. When Govardhan came, it is documents there. So wenn Govardhan gekommen ist, dann ist geschrieben, wie groß und wie lang und wie schwer der ist. Now, if you have a simple idea of mathematics, Jetzt, wenn du hast nur eine basische Idee von Mathematik, dann kannst du das verstehen. So, Giriraj war so groß, lang und groß, dass sogar der Schatten von Govardhan, der wird gehen bis zu Buddheshwara, was vielleicht 22 Kilometer weiter weg ist. So die Sonne West when going sun, then in that case, sunlight falling on and the shadow going up to. So der Schatten, der ist bis zum Buddheshwara gegangen, 22 Kilometer. Question to you: if I give one this kind of triangular object, and if I suppose it is solid, follow triangular object. And I am going to put inside one soft mud. Try to follow what I mean to say. One triangular object you give me. Also wenn du jetzt Dreieck, so as soon as I push pressure, then I am going to put inside mud. Then automatically length and breadth and height can come down. Follow it can go down. The more you go down, the more you can. The more less you can get the length and breadth.
you are foolish, you don't know. The Pulatsya already cuts Govardhan. Day by day you are going to finish. Okay? Is the arrangement of Krishna. So, eben, er hat jetzt so ein Beispiel vom Govardhan gegeben, wenn du zum Beispiel so ein Dreieck nimmst, aber wenn das Dreieck jetzt voll sind, so wie vom Sandkistenbahn, wenn du was hernimmst, so ein Modell in einer Dreiecksform, aber wenn das mit Sand jetzt vollfüllst oder mit Maat und nachher reindruckst in den Sand, nachher ist es vielleicht was am Anfang so breit und hoch, aber wenn du es reindruckst, wird es weniger breit und hoch. Govardhan cannot reach up to Nandagram. Jamuna is also, there is so much, 2 or 3 streams. One main stream here, another stream there, Madhuban there. Otherwise, Naruji is speaking, hey, go and take bath in Jamuna. Where is Jamuna? Madhuban hill. There was Jamuna, but now vanished. Near Nandagram also, not near, maybe nearby. It is directly written, due to Govardhan and Jamuna, Krishna Balaram very enjoying my life. Krishna und Balaram, das seien voll vergnügt mit der Jamuna und dem Govardhan-Hügel. So, aber in Nandagram ist jetzt kein Govardhan. Aber das ist eben kein, das kannst du nicht mit materiellem Geist verstehen. So sensitive, I cannot reach up to them. So sensitive. So now actually, this sovereignty going to cards, okay? So those material people, they can speak, oh, well done. Sovereignty should be given salute, very nice. Also when, Dronacharya is going to give punishment to whom? Ekalavya. All mature people, big educated, they have said, rightly done. Right? Actually, Kaliya genauso. Dronacharya is very In dem Fall sagen sie, Dronacharya ist eine schlechte Person. So, der Lehrer war so unbarmherzig. Er hat seinen Finger abgeschnitten für ihn. Und vielleicht kriegt auch Schüler die Fähigkeiten. Of Varnashram Ashram, the total system, how conscious was Dronacharya to protect this society. This kind of skill, this kind of expertise, cannot go into the hand of a Sudra. Misapplication. Now all big leaders, political leaders, they are foolish number one, going to find fault with. So, hat ihm den Finger abschneiden lassen, weil ein Shudra nicht so im Varnashram Dharma sein kann. Aber das ist ein langes Siddhanta, über das kann er jetzt nicht sprechen. So, die meisten, die wollen, dass eben alles eine Einheit ist. Aber Chaturvarna-System, das System von den 4 Varnas und Ashrams, kommt von Krishna selber. Und keiner versteht das, dass Krishna Avatari der höchste Herr ist. Janma karma chamedi vyam evam yo veti tattvataha. Jaktva deham puna janma naiti mametis Arjuna. Janma karma chamedi vyam evam yo veti tattvataha. Jaktva deham puna janma naiti mameti Arjuna. He is not going to take birth. Krishna speaking, I am Supreme Lord. But those political people, we are more. Okay. So this is the condition, this is the outcome, this is the result. Varnashram Dharma is not bad. It is most So, Varnashram-System ist ganz systematisch. Also, you are going to apply this Varnashram Dharma wrong way. Die meisten verwenden You are das not falsch. going to culprit. You are going to find fault with Krishna. Foolish. So sovereignty, see, apparently all material people, big exalted, they think, oh, yeah, sovereignty is not good.
they can give wide acclamation to whom? To whom? Ekalabha. You are very nice to serve. Und die meisten sagen, oh, Eklavya war so ein großer Schüler. Aber in unseren Schriften versteht man, normale Leute sagen das, aber die, was die Schriften verstehen, die sehen, dass er alles gemacht hat gegen Gurudev. Er hat keine Erlaubnis von Gurudev gehabt. So, wenn Gurudev dir keine Erlaubnis gibt, wie kannst du das dann machen? Aber das ist ein großes Thema. So, Tapasya und Entsagung bringt da schlussendlich ein schlechtes Resultat. Without penny, then everything all arrangement done. But without the permission of Gurudev, without the permission of Vaishnava, so ohne die Zusage von Guru und Vaishnava, wenn du von deinem eigenen Willen heraus was machst, das ist komplett falsch. Also ein Brahmacharya von Assam, der ist rausgeworfen worden aus der Maat. Er will jetzt nicht den Namen von der Person sagen, aber er ist ausgeworfen worden aus der Maat. So in der Gaudiya Math ist eben so viel gutes Essen, so, und deswegen, obwohl sie ihn jetzt rausgeworfen haben, aber was macht er jetzt? Jetzt macht er Parikram. Er weiß nicht, wo er hingeht. Okay, er macht Govardhan Parikram. I know what is Parikram. The ultimate what happens? What happens? After 1 year or 8 months, 1 year over, he is going to Mott begging for pardon. He was allowed there to stay in Mott. After that, he is making some big problem. So nachher haben sie ihn wieder erlaubt, in sein Mat zu gehen. So you see, after Govardhan Parikrama, this is the result. That I can keep. Follow? Govardhan Giriraj Maharaj not going to accept your parikrama. Rup Sanatan never doing Dandavati parikrama. Rup Sanatan, die haben niemals Dandavat Parikram gemacht. I never do Dandavati parikrama. I do parikrama. And in parikrama I can complete my Harinam without any speech. So, Parikram macht man, um zu chanten, nicht um Dandavat. Nicht Dandavat Parikram. Also denkst du, dass du von Karma wegkommst, von dem Dandavat Parikram? So Austerities und Entsagung, das muss nicht bedeuten, dass Krishna das akzeptiert. So Bhagavad hat 16.000 Jahre Austerities und Penances gemacht. Und ultimativ hat dann Fehler gemacht zu Garuda. So bei dem Fluch von Vaishnava so was war das Ziel von Saubhagarishi? To protect those fishes. This, no? But what happens ultimately? Kaliya now coming and taking them. Oh my God, what to speak about fish? All aquatic animals, all they
flying here and there. Flying not only there, even those birds flying over that lake. So, er wollte sie schützen, die Fische schlussendlich, aber durch das, dass er eben gerudert und verflucht hat, durch das ist dann Kaliya gekommen und dann sind alle anderen Fische auch gestorben. Sogar die Vögel, was drüber geflogen sind über den See, sind gestorben. So Saubagarishi wollte sie schützen, die Fische, aber ultimativ ist es ein Problem gewesen dann für all die anderen Fische, weil Kaliya gekommen ist und alles vergiftet hat. If there is leakage, you are going to take milk and amrita from me, but you are coming to me with one. So, wenn du Milch oder Nektar trinken willst, aber du kommst mit einem gebrochenen Glas oder Krug, kann derjenige dir den Nektar oder die Milch geben, aber alles fließt raus wieder. Concentrate fully, it is my request. 100%. Try to. Don't see the outward, external world. I can discuss this point tomorrow, what Prabhupada advised. You try to concentrate. Prabhupada used to say like horse. One horse going and running to a city, and they are putting some skin so that the horse cannot see here and there. Only can see the road. Only the road. Similar way, if you like to get. So in der Welt musst du so vorsichtig sein. Such nicht Fehler da und da. Hab die Klappen, so wie die Pferde, die haben zwei Klappen neben ihren Augen, so die können nicht seitlich links oder rechts schauen, sondern nur auf dem Weg. So genau so sollen wir nicht andere Fehler oder das sehen. But surely they are not doing it out of that envious attitude. Follow? Only those Guru Vaishnava, high level, they have their right to speak heavily. Wir können nicht so sprechen gegen andere. They have the right Aber to speak. You see that brahmachari doing this sannyasi. Why you are running this way? Aber wir haben kein so Recht. Nur große reine Vaishnavas, die können so sprechen. Also, wir können nicht jeden kritisieren. Weil in dem Fall, das ist kein Kritisieren. So Prabhupada, der hat so sprechen dürfen, der darf so sprechen. Der kann so sprechen, aber so kann nicht jeder sprechen. If at all Guru Vaishnava not going to show you the way, negative way, positive way. So Gurudev sagt er immer negativ und positiv. Er sagt, geh nicht dorthin, mach nicht das. Aber normale Leute, die kennen das nicht. Und Guru und Vaishnava, die machen das nicht aus irgendeinem anderen Motiv, sondern nur um zu helfen. Es ist nicht kritisieren. So, wenn du das machst, dann hast du ein Problem. Wenn du das so sollst machen. Ata dushan gamatsu susecha budimam. Shanta eva sechendani manoso basan gokti. So Gauri Kishore Das Prabhupada, der sagt ganz harte Worte. I cannot speak. Those Bengali people can use one kind of galagala, radish. Speaking. You are coming here to do this, huh? Speaking. But Gauri Paramahansa is not going to find fault with her. He speaks out of all, Paramahansa, Gauri Baba topmost. He speaks so heavily. So that from Paramahansa usually we are not going to get any lesson. But still, Prabhupada is topmost Paramahansa in the world, in this universe. Also Paramahamsa, normalerweise gibt er nicht solche Lehren. Aber Gauri Kishore Das Prabhupada hat das gemacht und Srila Bhaktisiddhanta ist der höchste Paramahamsa.
Paramahamsa ist es für uns nicht verständlich, was die machen, wann die machen, wie die das machen. Kann man ein falsches Bild entwickeln. So, er kann jetzt aufzeigen, dass Kaliya, wo die zu dem Fluss gekommen ist, so, Vaishnava Krishna Dayama. So, sie ist so vom Glück begünstigt, die Schlange. Nagnabatis haben für lange Zeit für ihn gebetet, für die Schlange, für Kaliya. So, das ist die Barmherzigkeit gewesen von Garuda, dass er mit einem Flügel ihn weggeschlagen hat. Dann hat er gewusst, okay, er kann sterben. Aber wenn ganz viele Kaliyas kommen würden, dann haben wir keine Chance gegen Garuda. So, Garuda Maharaj ist so stark und kraftvoll. So besser, ich hau ab. He is the king of all snacks, so having this information, naturally, those who are opposing party, naturally they are taking information. And what is it? Radharani group and Chandra group, what is the condition there? They make some spy. They are taking information. What is the condition? Big fighting going on, China, India, these days. I am not enemy. I am sitting here with Bhagavatam. I am not enemy. That people didn't think me enemy. They are going to make some problem with Goshala. One Assamese devotee coming is God, but some outside people poison eyes. There is going on. I am going to help them, but this is the situation. They cannot understand. If I speak Harikatha, they will stop my Harikatha. Follow? 92 years old, one Maharaj is there who give me an order. Actually, he is replying me to write, to compile the teachings of Kunti Devi. Long ago, 8 years back. So alter Vaishnava hat ihn einmal gebeten, die Lehren von Kunti Devi zu schreiben. He is actually 92. Er ist 92 Jahre. Und Babaji Maharaj ist fast 60. So. Und der hat dann einmal gehört, Harikatha von Babaji Maharaj. So, wer kann das verarbeiten? Kraften Harikatha. Überall. Es sind nicht viele qualifizierte Personen da, die was die Harikatha hören können. Die denken schon, dass Babaji Maharaj ist der Feind von ihnen. Und die stoppen ihn, dass er nicht mehr weiterreden kann. Aber warum? Er will nur eigentlich, er hat nichts gegen sie. Aber nicht einmal hat Shamdas Babaji Maharaj für einen Penny für irgendwas gefragt von irgendwem anderen. Also er sagt besser, na, komm nicht zu mir, dort ist der Tempel. Die können das missverstehen. Er nimmt nichts an von anderen. So if there is any leakage, you cannot expect. So much leakage is there. You like to grasp all rasa tattva, this, that. How you can digest? So viele Löcher, so wie willst du das Rasa Tattva oder andere Sachen aufnehmen? Gurudev kann dir das geben. Is the Kipa Patra. Is the Kipa Patra of Kesar Goswami. Okay, Kipa Patra I know. But you should speak more preciously that there is leakage in that Kipa Patra. You should speak very clearly. Kipa Patra but with leakage. Otherwise, where Kipa got? So much Kipa received from Gurudev. So, Kaliya is that kind of. Kaliya receiving so much Kripa. Why? Because Nagapatnigan, they are praying for husband. This is one kind of Kripa.
And one positive point that he is at present going to stay exclusively in Jamuna. Okay, this specific. Not further bad association is not there. So das Gute ist, dass Kaliya jetzt im Yamuna ist. Jetzt hat sie keine schlechte Gesellschaft mehr. Obwohl er noch immer Ärger ist und böse ist. So das Apparat ist noch nicht ganz fertig. Also jetzt macht Kaliya noch mehr Probleme. Und durch das Gift und so. Sie macht keine Probleme mehr. Aber warum kriegt Kaliya nicht gleich Kripa? So wenn Krishna aber da erscheint, Brahma, Narad, Shankar, die alle tanzen. So, I can show the mood of Vishwanath Chakravarti. If you know Vyakaran, Sanskrit, Krishna is, can Krishna be compared with Natavar? Is possible? Because in material world I can go to this chapter, now I am going to touch. If I am going to compare this thing with somebody, something, then similar things should be there. So wenn du was in der Welt mit was anderem vergleichen willst, dann muss er gleichzeitig da sein. In Sanskrit nennt sich das Upamakar. Krishna ist wie ein Natavara, Tänzer. Oder man sagt, die Lotusfüße von Ramchandra seien wie Lotusfüße, die Lotusblume. Kann man das so vergleichen? Aber das kann man nicht so vergleichen, das ist unmöglich. Alle Blumen in der Welt können nicht verglichen werden mit Ramchandra. Aber was soll man machen? Wir müssen ein Beispiel geben, einfach um die Richtung zu zeigen. This incident happened with Tulsidas Ji. Tulsidas Ji doing bhajan in Chitrakoot. So Tulsidas mit Tränen in seinen Augen hat der Chandan aufgegeben und hat Blumen, Girlanden vorbereitet, um sie dann Krishna zu opfern. Im Ramchandra. Er wartet auf den Erscheinungstag von Ram. Und Tulsidas sieht klar, wie der Ramchandra erscheint in dem Schoß von der Kaushalya. Und Tulsidas versucht es jetzt niederzuschreiben. So mit der Sonne kann er das Gesicht vergleichen. Nein. Die Sonne ist so heiß und stechendes Licht. So ich kann den Lotusmund von Ramchandra vergleichen mit dem Mond. Und Tulsidas denkt nach, was soll er jetzt schreiben? Und dann schreibt er das Ramayana. Und Tulsidas ist ganz glücklich, wenn er das Gesicht von Ramchandra sieht. Nirakike Mukadavinda. So er kann alles sehen. Tulsidas wollte einen Vergleich machen und das dann aufschreiben. Aber er hat schlussendlich die Füllfeder, den Stift weggeworfen. Er hat jetzt nichts gefunden, mit dem er das vergleichen kann. Mukusarman Raghuvara Mukulani.
Also das also das Gesicht kann nur verglichen werden mit Ram selber. Also da ist keine Verschiedenheit. So, Kali hat da so viele Löcher in ihrem Topf oder in ihrem Krug. So ultimately when Bhagavan Sri Krishna coming and doing this kind of nice, extraordinary Lila, unparalleled, unbeaten Lila, who doing? Who? Krishna. Still then you see, to see the lotus feet of Krishna, all Brahma Sangha crying, oh Prabhu. So, die Lotusfüße von Brahma, von Krishna zu hören, Brahma und Shankar, die weinen für das. Bhaktivinoda Thakur, der sagt auch. Narada dancing with Harinam. Brahma dancing. Narada und Brahma, Mui Bhajavina, Radhika Ramaname. It's very nice. And there Narada Muni, then Shankar, Brahma, everybody dancing. So Narad und Shankar, Brahma, alle tanzen sie, weil sie die Lotusfüße von Krishna sehen. Samadhishu vidya pipashati natava nagara marishim. This way, the book is saying that Krishna going to appear. So der Krishna, der erscheint. Whose pastime is rare, nobody can understand. Still, Kaliya is not going to get anything. So jeder will so einen Tauschen haben, eben sogar Brahma und Shankar, aber Kaliya, der hat eben nicht die Schönheit sehen können. Obwohl Krishna in das Wasser springt und Krishna vor ihr tanzt, aber Kaliya kann es nicht erkennen. Aber sie will noch immer Krishna beißen sogar. Warum? Also so viel Matsarya. But after finally, when Krishna break all his hoods, his breakdown, all it seems Kaliya now going to show his submission. Krishna can realize Zum Schluss, wo alle Kaliya going to show his submission. Okay, now my dancing is over. Still, I cannot jump and go away. I can give him some feelings, transcendental feelings of how my lotus feet is. You are going to catch. So long dancing, but still cannot feel. Now Kaliya changing mood. Okay, now I can still move so, for some time. dann hat sich Kaliya geändert. Feeling of how charming feeling. Nitai Charan, Koti Chandra Sushita. You can sing very nicely with Das kann man singen mit Karta, but you cannot feel. aber wir können das nicht fühlen. You can sing. Das Lied. Koti Chandra Sushita, so viele Tausende von Monde. Nur wenn Nita vor dir kommt, von Guru und Vaishnava, wenn du das siehst, dann kannst du verstehen, was Narada dort geschrieben hat. So, ein Eisberg. Wenn du da jetzt einen Eisberg auf deinen Kopf stellen willst, nachher würdest du den gleich wieder runtergeben wollen. Aber nicht deins, Lotusfüße, die sind so angenehm kühlend. So by symptom you have to understand. Those who are clever, they can understand. They already having that kind of kipa, desire. Ordinary people cannot understand. They can only fight.
Now actually, Kaliya still now when this kind of facility, okay, after dancing, okay, woods or okay. But now Krishna going to give some extraordinary feeling to Kaliya. You, for so long you are picking up word, fighting with me. So now you are going to change your heart. I am going to change your heart. So you try to get that kind of excellent feeling. So Krishna said, not only that, all Kaliya Patnis, they are very shy. So die Kaliya Patnis, die sind auch ganz schüchtern. They are feeling very bad, unexpected. The husband going, they are also supposed to come, but the husband started fighting with Krishna. Then they feel shy and goes inside water waiting. Now situation is very good. Also sie sind bei dem Kampf, wo der Kampf vor sich gegangen ist, sind sie ins Wasser gegangen. Und dann sind sie rausgekommen, wo der Kampf fertig war erst. Und Sanatana Goswami und Vishwanath geben Kommentare zu dem. Durch den Wunsch von Krishna ist eine Insel dort gewesen im Kaliya, in dem See. Weil sonst wird Kaliya ganz leicht abhauen können, wenn Krishna sie auf den Kopf tretet. Unter Wasser kann sie verschwinden und abhauen. Und eine andere Frage kann auch noch kommen. So Kaliya Patnis, die beten ganz aufrichtig, oh Prabhu, wenn du jetzt Leben zu unserem Mann geben kannst wieder, dann können wir die restliche Zeit zusammen verbringen und dir dienen, gemeinsam. Krishna lacht dann. Okay. Okay, er ist jetzt zurechtgestellt. So. After repairing, they are sending them from Krishna's house. But still again went down. Again need to send in factory of Krishna. They will repair. All the time they are repairing. So sometimes too much opera, then repairing not possible. It is out of order. You will have to throw it. Repairing not possible. So, in that case. Die Guru und Vaishnava, die reparieren immer die Dinge. Und die Dinge, das sind mir, die Seelen. So, manchmal kann man Seelen, oder die arbeiten immer an den Seelen, dass sie wieder funktionieren in Krishna Seva. So now actually the point is that if Kaliya or Kaliya Patni is there going to oversee, so where they are overseeing? In the land, because it is already written that they are paying prostrated downward. So die Patnis, die bringen Dandavats da, weil dort immer Insel ist. Muss eine Insel dort sein, sonst wäre das nicht so geschrieben. Subala, also eine von den Hauptfrauen, die betet, und alle anderen Frauen, die beten. Subala rezitiert. Und alle anderen chanten, folgen ihrem Chanten. Und Krishna wird glücklich. Now it is the mood of Krishna, what kind of application submitted by you I already know. You want to get your husband repairing down, so I am going to hand over your husband to you. After that I can jump from booth and go to my own place. Now so I am standing, you cannot sit. So all garland, all clothes, nice, beautiful. So jetzt bringen sie ihm alle Ornamente, Juwelen und Kleider. So in dem See ist eine Box von Juwelen. So, auch die Rehe verehren Krishna, aber die haben keine Hände, aber trotzdem, die Schlangen auch.
mit Dub und Dieb, mit Girlanden. So, und wir können jetzt streiten und sagen, wie ist das möglich im Wasser? So seine Kleidung, alles ist nass. Where it is possible for Kaliya to stay inside water without even one drop of water touched. They're making one pillar. So Kaliya, der hat da unter Wasser eben solche Boote gebaut, wo sie nicht berührt werden vom Wasser. So, dann kann das Krishna mit Sicherheit da. Chaitanya Mahaprabhu, der geht immer zur Schule, geht dann zur Ganga und macht dann Probleme für alle Brahmanas, die was dort ein Bad nehmen. Und niemals springt ins Wasser. Wir chanten da die Mantras und da Gespritze, alles berührt uns von dem Wasser und wir gehen uns jetzt aufregen bei dem Vater und Mutter. Niemals stellt manchmal ihre Kleider. Wo ist der Dhoti, wo ist das? Und niemals lacht. All der Dhoti, alles gestohlen bei niemals. Und die machen zusammen eine Gruppe. Oh, wir können zu Jagannath Mishra gehen. Und Jagannath Mishra kann der Lehrer erteilen, der Vater. Alle Brahmanas, die machen jetzt eine Gruppe. Die gehen vom Jagannath Mishra. Oh, dein Sohn. Ist dein Sohn, niemals. Macht so viele Probleme. Überall auf dem Ufer der Ganga, wir können nicht baden, wir können nicht Gayatri Mantras chanten. Oh, wo ist er niemals? Wo ist er hin? Wirklich, so das macht? Ja, er ist schwimmen und das in der Zwischenzeit. Okay, ich werde ihm eine Lehre erteilen, werde ihm eine Tracht Prügel erteilen. Und niemand kommt zurück mit Pencil und mit der Füllfeder und Hefte. Oh, er kommt von der Schule, sagt er. Oh, die Brahmas, die haben aber zu mir gesagt, du hast Bad genommen in der Ganga. Dort sind überall die Punkte von der Tinte auf seinem Körper. So, die Brahmanas, die sagen, aber du badest und machst ihnen so viele Probleme. Brahmanas können nicht eine Lüge sprechen. Aber ich kann auch nicht sagen, dass du lügst, weil es ist kein Symptom, dass du ein Bad genommen hast. So, das ist die Kondition von Nimai. So, warum denkst du, dass Krishna so... Krishna kann 5 Stunden im Wasser sein, aber Wasser kann ihn nicht berühren. Sein Wasser ist trocken, Chandan, alles ist da. Aber wir sagen, das ist unmöglich, falsche Philosophie. Nein, das ist richtig. So Kaliya kann auch unter Wasser so ein Zimmer machen, wo kein Wasser reinkommen kann. After that, all decorated Krishna. When worshipping done, Krishna giving instruction to Kaliya, Kaliya, now you can go to Ramanandi, Fiji. You can go away. Fiji, Ramanandi, you can go away. You cannot stay here. Okay, it is your order. Then they are going, taking preparation to go away. And Kaliya Patnis, they are also packing their luggage to go there. Und nachher hat sie jetzt gesagt, der Krishna, geh jetzt zu der Fidschi-Insel. Also, geh retour, du musst jetzt verschwinden aus Vrindavan. It is written, Krishna going like one yogi, you see, walking over water. Krishna not swimming. So Krishna ist nicht, der schwimmt nicht. It is written, Krishna walking over water.
der geht von der Insel über Wasser mit einer Girlande am Körper und komplett trocken kommt er vor die Leute. Und dann als erstes Vasudam, Sridham und die umarmen sich. Und die Yashoda-Mutter ist auch da, die stirbt schon fast. Die umarmen sich auch. Und die Yashoda-Mutter gibt Brustmilch. Also wir wissen alle, Go Betta Vishan ist Shantarasa, Tattva. Die Gomata ist speziell, das ist eine Vatsalya-Rasa. Shamali, Dhavali, Batun, 7 Gomatas sind in Vatsalya-Rasa, in elterlicher Liebesbeziehung, wie Mutter. So wenn Krishna kommt, das Milch fließt immer bei ihnen. Nicht alle Gomatas. Shantaras. Aber es gibt spezielle Gomatas, Kühe, die haben Vatsalya-Rasa. Elterliche Liebe. Those mills, special mills, having the scent of Padma food, lotus flower, and Yasodhama specially protecting those fields and those mills. Samali, Dhavali, and Padini, Ganga, Yamuna, this name, name of Ganga. Follow. So Yasodhama going to preserve, must be very carefully, because Krishna going to get taste very nice. So, from those special milk, so der spezielle Milch, was von der Padmaganda kommt, dort macht Yashoda Mutter Joghurt und schlagt es, oder sie schlagt die Milch zu Joghurt. Now Yasodhama gone mad. Everybody, Rohini Ma, Nanda Baba, all was going to die. They are dancing now. They cannot keep their, enjoyment anywhere. Oh, loving God. Now all Brahman, Vaishnava, they are coming, oh Nanda Baba, we save your son from danger, so we are going to bless your son, you give us pranam. Und die Brahmanas kämen, oh, jetzt hast du, wir haben jetzt geschützt, dein Sohn, so gib uns Pranami. Kaliya wollte ihn töten. Okay, ja, ihr habt ihn geschützt. Und die Brahmanas, die segnen dann Krishna. Krishnaya Namah, Vasudevaya Namah. Und Nanda Baba und alle sind glücklich. Und jetzt die Stimmung vom Dauji Maharaj. Dauji Maharaj, der steht ganz ruhig mit einem lachenden Gesicht. Er weiß die Stimmung, er kennt die Stimmung von Krishna. Und Dauji wartet. Und Krishna kommt zum Dauji und die umarmen sich und sind ganz happy. Und in seinem Ohr flüstert er ihm. Oh, wenn du mit der Schlange spielen willst. Warum spielst du so? Du hast jetzt fast schon die Brajavasis getötet. Du könntest das ganz einfach machen, Kaliya als Segen oder zu befreien. Aber warum hast du das so offen gemacht, dass die Brajavasis so viel Angst gehabt haben? Und du kannst ja mit mir spielen, also ich bin auch Ananta Sheikh. Mir ist niemals so eine Stimmung aufgezeigt.
So Krishna ist nicht gut, was du machst. Man hätte das doch so gemacht, einfach. Du wolltest Kaliya befreien, aber das hätte ich einfach auch machen können. Okay, drop the matter, let us go to Braja. Now with enjoyment, with slogan, going back. Okay, hat er gesagt, und dann gehen sie. Very nice. Now here, out of this, total discussion, I was supposed to discuss so many Vedanta Tattva, this, that, but situation cannot permit you cannot understand so much deep philosophy. Now actually, after Kaliya Daman is over, now this kind of question I give answer to. If any doubt there with Kaliya Daman Lila, any doubt you are going to express, you can put in front of me. I am giving from Jiva Goswami Pad's commentary, this, that. Oh, follow? At the same time about sobering. So wenn jetzt irgendwer Zweifel hat, in Kaliya Lila, dann er kann das klären. Kama. Sobari, Muni, growing Kama, then after snack, good male and female snack, they enjoying Sobari Muni. Then come out of work, out of water, then begging for 50, daughters. There is retreat. Not only that, after enjoying for a long time, why Sobari is crying and speaking heavily? Why speaking heavily? I can someday discuss. Sobari is crying. All my 60,000 years, accident finances, oh my God, Schlussendlich weint dann Saubagirish und er sagt, alle Zeit, alle 16.000 Jahre sind jetzt vergangen. Und ich habe das jetzt alles verbockt. So now actually, this way, at the age of 6, so in dem Alter von 6, so die kleinen Gopikas, die sind auch dorthin gelaufen. Krishna ist der Prananath. Aber die können nicht sprechen vor alle anderen. Die können das nicht aufzeigen. Even they cannot cry. If they cry, people can doubt why he is coming. For Nandanandan Krishna. Follow. This way, Bhagavan Sri Krishna somehow giving blessings to everybody, and now going back to Brajadam. And onward, there is so many Lila. I don't like to discuss all in details. And after that, there is so many Lila. I don't like to discuss it because time cannot permit. Kartik Mas is going to be finished very shortly. For me, it is just one fraction of a second. Like Rasa Lila Dhanna, Brahma Ratha. Gopika saying, just started Ras, finish. Follow. So Kartik Bhadra Purushottama is this kind of feeling I get. If I speak, go on speaking, I cannot get a satisfaction. I couldn't speak anything. Follow. Dissatisfaction. Now I am going to touch this because before going to Vastaran Lila is very sensitive Lila. So jetzt kommt man zum Vastaran Lila. Das Lila will auch diskutieren, dass von unserem Herz das ganze Karma ausgelöscht werden kann. So I want to, in such a way, so you can feel very shy. What is Vastaran Lila? Now before that, it is Purvanurag. Anurag Purvanurag is expressed in this, Venu Lila. Venu Gita. Dann kommt es zur Venu Gita, das ist Purva Anurag. Here also, you will have to go to Vrindavan with me right now. So, dort muss man nach Vrindavan gehen. Alle müssen nach Vrindavan kommen, um die Stimmung zu geben, um das zu fühlen. Das ist keine trockene Philosophie. So I was starting with this sloka. Tomorrow also I can start with this sloka. Tomorrow also I can speak. But now I am going to discuss some point here. You can remember, tomorrow I can also
start with this sloka, but I started today to enter deeply into this philosophy. So it's Ekavingsho Udhayaha. Ekavingsho means 21 chapter Udhaya. Sukhavasha. Sukadeva Goswami going to narrate. So Sukadeva Goswami, summer season, rainy season, gone, or autumn, going to touch the total land of Vrindavan. It's an automatic. It is not like material season. Summer season gone, this gone, that gone, rainy season. Not that. It is Vrindavan. so in Vrindavan alle Saisonen, die 6 Saisonen, das sind simultan. So in Vrindavan 6 Saisonen kannst du immer vorfinden. Die rotieren am Tag. Wenn jetzt zum Beispiel am Nachmittag 12 ist es Sommer, dann um 2 ist eine andere Saison, Regenzeit, nachher das Frühling, Winter und so weiter. 6 Saisonen, die was immer rotieren. Uhrzeigersinn. So, der Geist kann das nicht kalkulieren, wie das vor sich geht. Das soll man einfach nur hören. Dvijakala gustas arasarin mahindram madamati vayu charnati paschakchitavinum tatprajastyam ashatu Venu Gitam smarodayam kaschit rakshav vishnavsu Tadvarnayitam aragyasparantu kistachestitam nasakan smaravegena vikshiptamanasomito baraha pirannadavapu karnayo karnikaram viddhavasanakovisam vagyayam ninchamana randhanavena radarasudaya Purayana Gopavindai Vrindavanam Savadaramanam Praishadhigitagiti. Now we can discuss this. Sukadeva Goswami is speaking. So Sukadeva Goswami, der sagt, oh Raja. So du hast das Lila von Krishna gehört über die Sommersaison. So jetzt ist das wundervolle Spiel Gopabala Vilas. Sukadeva Goswami, das sagt jetzt nach der Sommersaison, die Regensaison, jetzt kommt Autumn. Wenn der Herbst kommt, dann kommt das ganze also die ganzen Seen sind ganz klar im Autumn, im Herbst, weil sich alles niederlegt, der ganze Schlamm. Itam Sharada Svachachalam Padaka Sugandinam Navishat Varnavatam Sago Gopalak Achyuta Nyavashit Vartam. So, wenn jetzt der in Indien sind ihm die 6 Saisonen. In das ganze Jahr kannst du Mangos kriegen in Indien.
Also wenn in Bengal Mangos fertig sind, können Mangos zu wachsen anfangen in UP, dann wenn es da fertig ist in Rajasthan oder dann in Andhra, dann in Mysore, wenn sie dort fertig sind. Wenn die Wintersaison da ist, dann kriegst du sie von Madras. So in Indien kannst du das ganze Jahr Mangos haben. Yes, winter season, when you are, getting some, kambal, oh, true, there you go, if you can, in South India. You go, it's possible. Du kannst zum Beispiel im Norden in Indien kann es kalt sein, aber im Süden brauchst du einen Ventilator, weil es so heiß ist. Brajadham is extraordinary. I already told, Gopikas, they are singing, Jayadikam Janmana Braja Shayata Indira Shashvadatrahi Daita Drishyadam Tikshutavakas Tvaita Dashava Tvam Vichintahi. Gopis, die sprechen. Vrindavan ist immer dekoriert, nicht der Darm. Jayadite Adikam. Jayadite Adikam. Janmana Braja. Bei deiner Geburt. Das ist der dritte Fall im Sanskrit. Bei deiner Geburt. Too much decorated. As if Lakshmi is, what do you mean by Lakshmi? By the root cause of Lakshmi, Radharani. So Lakshmi, die Wurzel von Lakshmi ist Radharani. Es ist nicht Lakshmi von Vaikuntha, sondern Radharani. Sarva Lakshmi Mai Radha. Gopikas giving indication. By your birth, Brajadham is too much decorated. Also durch deine Geburt, da ist ganz Vrindavan so dekoriert, wunderbar, wunderschön. Und Krishna macht dort das Kishore Lila. Krishna jetzt ist noch nicht wirklich Adoleszenz, Kaishore. Aber er ist der Sohn von einem König. Deswegen drückt sich das so langsam aus in seinem Körper, das Alter, jugendliche Alter. Jetzt ist er noch nicht so alt, aber es schaut langsam durch. So, in Gopi Gita ist es 16 Jahre, in Govardhan ist 7 Jahre und Venu Gita 6. So in that case, those small girls, these Brajagopis, how much their age? Bastran Lila, 5 years, 4 years. So in Vastraharan sind sie 5 Jahre. But still, those were idiot people, demonic people, they Aber represent dämonische Leute, die all people can mit einem dreckigen Herz, schmutzigen Herz, die so much idiot. sagen da ihre Zweifel auf bei dem Lila. Obwohl das ganz junge Katyamahi, Mahayogini, Adishwari, Nanda Gopeshu Ramivim, Vadikshe Marude Namaha. And that get 5 years, 4 So years. das sind 5 Jahre. Small boys, small girls. 5 Jahre alte Mädchen. They cannot understand the heart of Krishna, so much simplicity. So die kennen nicht das Herz von Krishna. Hanu avatar, very Verstehen die simple. Dämonen. Immer war da heute. So when Atam going to step into Vrindavan, but to speak about the decoration of Vrindavan. So die Dekoration von der Vrindavan. Write some writing and decorate the condition of Vrindavan, Saraswati cannot come out successful. Commentator writing. Jiva Goswami schreibt, wenn Saraswati einen Kommentar über Vrindavan schreiben will, über die Schönheit, ist es ja nicht möglich. Das ist so spezielles Lila. Material brain, you cannot understand. Mit dem materiellen Verstand ist es nicht verständlich. If you enter into Vrindavan Dham with me, Wenn du in Vrindavan eintreten kannst, dann ist es möglich, das zu realisieren. you can feel Govardhan is there, Jamuna is Dann there. kannst du fühlen, Govardhan ist da,
Krishna ist da, Yamuna ist da. Du musst es sehen mit deinem Herzen. Wenn du das nicht siehst, nachher ist es... Du musst eine direkte Realisation kriegen über das. So alte Flüsse und Seen, die sind glasklar. Padma Sukanda Garina, alle Lotuspflanzen, alle Düfte, alle Bienen fliegen. So, Sugandhina, and Gondo Sabdo, I think, like no Sabdo. Like Sugandhina, no. I have to think. Okay. Ityam Sarvasachiyalam Padma. Iti Sarvasalachilam. Gondo is only, right. And Navishat Vayuna Vatam Sa Go Gopala Uchita. Sago Gopala ke Uchuta. Achyuta ist Bhagavan Sri Krishna und all seine Kuhhirtenjungen. Navishat Vayunavartam. Also ganz sanfte Brise von Wind. Das kannst du sehen, im Fühlen, im Herbst, ganz eine sanfte Brise von Wind. Navishat Vayuna Navartam, Sago Gopala Kachyuta. Und alle Kuhhirtenjungen, die folgen jetzt Krishna mit Balaram, die Kühe und die ganzen Gruppen, die wandern jetzt in den Wald nach Vrindavan. So it is written, very nice, gentle wind blowing, and so der zarte Wind und die ganze Luft voller Blüten. So das dekorierte Vrindavan. Alle Kühe und Gomatas, die wandern jetzt, um die Kühe auf die Weide zu treiben, durch das Vrindavan. Es ist ein kompletter Verzauber dort. Kusha Mita Vanaraja, Shushmi bringa, Dvijakula Gushta Sarasarin Mahintram. Kushumita Vanaraja bedeutet, dass alles voll mit Blumen ist. Kushumita Vanaraja. So Blumen, die sind und auf Bäume. Kushumita. Kushumita Vanaraja. So, das ist alles voll mit Blumen in Vrindavan. Du kannst die Bäume nicht sehen. Kushumita Vanaraja, Shushmi Bringa. Shushmi Bringa. Honeybee. So, die wollen alle den Nektar trinken, den Honig. Aber was zu sprechen, wenn jetzt Krishna in den Wald eingeht? Madhupati, also Madhupati. In den vedischen Schriften sagt schon Om Madhu, 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 Madhu. Bedeutet nicht Honig, sondern Madhupati Krishna. Madhuram, Anam Madhuram, Madhuram, Madhupati, Akhilam Madhuram. Das ist Madhupati. So, wenn Madhupati jetzt in den Wald geht, jetzt kommen die ganzen Honigbienen in den Schwärmen und die gehen jetzt folgen alle Krishna und ihre Kohenjungen. Dvijakula Gushta Saratsa Mahindram. Dvija bedeutet Brahmin. Aber das ist eine andere Bedeutung. Dvija.
as if it seems they are going to, birth. speak some hymn from Veda. Om Namo Bhagavate Vasudeva speaking. So die Bienen des Sommers. From distant they are reciting some stotra. So die Bienen, die rezitieren ihm jetzt so Gebet, Hymnen, wie die Brahman. Kushumita Vanaraj, Shushmi Bringa, Dvicha Kula, Gushta Sarasa Hid Mahindram, Madhugadi Avatara Charan, Saha Pashupala Palas Chakupcha Venum. So jetzt ganz in den ganzen Gruppen, zusammen Balaram und Krishna, die kommen jetzt mit den ganzen Kühen und gehen jetzt in das Vrindavan. Die sind immer spielerisch aufgelegt und singen und schreien. Und Krishna spielt auf seiner Venu, auf seiner Flöte. Krishna playing on flute, and at the same time, Krishna playing on flute, at the same time, all boys they are running and shouting, hoi hoi there, because they are small boys. Das sind ganz kleine Jungs und die machen. So here actually those honeybees, it seems that some Brahmins in group reciting some hymn from Vedas. Und die Bienen, das ist so wie, als wie die Bienen Hymnen singen, so wie Brahmanas. Here actually, all hills and Sarovar, those ponds, they are full of, as if they are laughing. Und die ganzen Blumen und opening their mouth. Because all those ponds full of water. Oder all die Teiche, das schaut so aus, als wie lachende Gesichter. So er erinnert sich an einen Darshan. All Padma, what is the name of Padma? Another name of Padma is Pankaj. Another name of Padma is Pankaj. Why Pankaj? Pankaja. It is taking part from Mat. dirty place. It's a Pankaj. Now, so Pankaj bedeutet Pankaja. So Pankaj, das ist das Kind, wird geboren aus dem Schlamm. Sometimes when very brilliant student or brilliant, excellent boy take birth in a very low family, we are speaking, it is like Pankaj. So manchmal, wenn ein Junge geboren wird in einer schönen Familie, in einer guten Familie, ausgezeichneten Familie, dann sagt man, das ist ein Panchak. So Padma, der Lotus, der lebt nur, wenn die Sonne da ist, wenn die Sonne geht auf. Und der Padma Pankaja. Kicha. They are speaking Kich. Their Bhasa. They actually, now point is that, but still, you cannot ignore the function of water. Vital function is water. They took birth in Kich and mud, but the body floating in water. If there is no water, then sunlight in Jyeshta and Vaishak, scorchy sun, can burn up that. So der Lotus, der ist immer halb im Wasser und außerhalb. So wenn das Wasser nicht da sein würde, dann wird die Lotusfüße austrocknen durch die starke Sonnenlicht. So der Lotus braucht immer das Wasser. Padma laughing, why? Sun. Follow, this is a darshan. But if that water is not there, that Padma can die. Follow. So wenn das Wasser nicht da ist, dann trocknet der Lotus aus. And that mud is there. But if water is not there, support of water is not there, that same sun going to
scorch sunlight on that Padma, which is very delicate, very nice, and Padma can die. So you should remember, as soon as you are going to leave the support of Guru So, Vaishnava, sobald du Guru und Vaishnava verlässt, nachher stirbst du auch. send Krishna. Das ist das Beispiel dafür. Support, why? Because Guru Vaishnava water is there. So ist halb im Wasser und halb außerhalb. This, as soon as you're going to ignore Guru Vaishnava, then and there, Sobald du Guru und Vaishnava ignorierst, die Sonne, Krishna, ist zu stark und du trocknest aus. Also du brauchst Gurudev. So now here in each and every pond there is nice, each and every pond you can find nice flowers in full bloom, laughing, as if they are going to give honor to Krishna. And all trees and those flowers, they are swinging as if So they are alle going to Pflanzen, die tanzen. and Balaram. Und es schaut so aus, als wie sie Dandavata bringen zu Krishna und Balaram. They are swinging very gently and swaying some very Die schwingen hin und They her, are with a mood die ganzen to pay Pflanzen, honor to Kletterpflanzen in Swami. Vrindavan. Und die wollen ihre Blumen darbringen und hängen sich so, lassen sich so runterhängen, so gebogen zu Krishnas Lotusfüßen. Here actually, Bamsi, Krishna playing on plays, they are running and shouting, and Krishna playing on plays, Krishna, all hills and rivers, all, forests of Vrindavan taking a nice glamour. also der ganze Wald von Vrindavan, hat das so eine wunderschöne Form angenommen. Und sie wollten eben, es schaut so aus, als wie alle Bäume, alle Fruchtbäume, alle Obstbäume, alle Blumen, die haben ihre Bäume voll mit Früchten und die hängen bis zum Boden und es schaut so aus, als wie sie Krishna Dandavat darbringen wollen. Both I can say. Those butterflies, they have been humming, but those birds, they are also chirping. So die Vögel, die singen auch. They are speaking nicely. So they are also adding some musical instrument. Very nice music going on. So das ist ein wunderschöner Klang in Vrindavan. Mit Kuckucks. But the cockle is looking is very dirty, black, like crow. And cockle is so clever, cockle can hatch their own egg. Cockle going to give egg in the nest of crow and coming back. And they think it is our egg. They go on hatching. After that, when they come there and break, So der when the birds coming, they fly, started flying and go on. Follow. So Kuckucks, der ist so clever, dass er sein Ei in ein Nest von einer Krähe legt und er lässt es dann eben aufziehen, das Ei, bis es fruchtet. Und nachher wächst auf und dann verschwindet. So die ganze Arbeit ist gemacht von den Krähen. They are as if they are adding some musical instrument. Some kartal, some mridanga, some veena. So das ist so mit einer ganzen Gefolge von Instrumenten, so schaut es aus. And together with that, because already the Krishna playing on flutes, together with the chirping of birds and the humming So of alles zusammen, das Summen von den Bienen, das Flötengespiel und die Vögel, was zwitschern. So, kann kein Philosoph beschreiben. Das Gefühl, die Stimmung in Vrindavan. So nice. Together with that, it's make a very high scale of singing. Very nice. Nobody can compare. So nice philosophy. And it is one kind of, I should not speak this Leela in front of you, still I dare. Because some of you always thinking, Maharaj, not speaking.
So I'm speaking, but with slapping. I can speak and keep on slap on, so that you can get punishment and hear. Very regularly. Follow. Is one very secret thing. A question of very nice feeling, sensitive feeling. It's purva rag. So this is purva rag. Speak right now, but still you are okay, with slap and punishment I can sing this. So, also Parikshit Maharaj had no right to go through this kind of lila, but Gurudev gave him power. So because Parikshit Maharaj said, okay, nice. Also Parikshit Maharaj hat auch kein Recht, durch das Lila zu gehen, aber er kriegt das Recht von der Kraft von Gurudev. So, das sind ganz, ganz hohe Lilas. Und but how possibly he is going to hear? Okay, after hearing also expressing some doubts, and Sukadeva Goswami Paramahansa Guru is going to answer. It's most important factor. But it is most important factor. By the mercy of Paramahansa Guru Vaishnava. So bei der Barmherzigkeit von Paramahamsa Guru Vaishnava kriegst du solche exzellenten Qualitäten, obwohl die nicht in dir sein, aber die geben das aus ihrer Barmherzigkeit. Srila Prabhupada war ganz, ganz behütet über das Rasa Tattva. Und Van Maharaj, der ist auch einmal gekommen und hat gesagt, oh, Prabhupada erfüllt gewisse Anziehung zu den Dingen. Und Srila Prabhupada schaut zu ihm, oh wirklich? Und Srila Prabhupada Niyam Dadasakam, Svanya Dasakam. Vilap Kusumanjali. So, du kannst es hören von also geh nach Vrindavan, hör die Schriften, Swayam Niyam Dasakam und Vilap Kusumanjali. Prabhupada will über das sprechen, aber der Topf, der hat immer noch Löcher von uns. Du musst die Löcher zuerst reparieren und nachher kannst du das annehmen. Zum Van Maharaj hat er das gesagt. Zum Van Maharaj hat er gesagt, mach in Vrindavan Astasaki Kunja. So, Srila Prabhupada ist nicht dagegen das. So, Mahaprabhu, eben, Srila Prabhupada will über die Dinge sprechen, aber es sind viele kompliziert. Es ist nicht so, dass sie nicht interessiert sind in Rasa Tattva, aber man braucht die wirkliche, den Topf dazu, wo man das Rasa Tattva geben kann. Das ist kein materieller Rasa. Also von ihm, Babaji Maharaj, kriegt man keinen materiellen Rasa. Das ist alles transzendental, spirituelle Rasa. Also langsam.
Keshav Goswami Maharaj, that is the formula of Bhakti Puri Goswami Maharaj. Why not this is the formula of Sambhava? Why you are fighting? So das ist ja die Formel von Bhakti Pragyan Keshav Goswami und Srila Prabhupada. So es ist genau dasselbe vom Shyamdas Babaji Maharaj. Karnikaram Viprattvasa Kanake Visham Vachayantim Jamalam Drande Nuratar Shudaya Purayan Gopavrinde Aranya Nivasanam Pravishat Kita Kirti Vanchakalpadurubhascha Kripasindhuveva Jhapatitanam Bhavaneva Vaishnava. When I go there, from here, throw my clothes and wash and take bath, I remember everything. Automatically. Yes, sir, I don't know why. I just go and throw my clothes and wash and take bath after that. I remember. And now here I can. Some contamination was there. Anyway, I believe. So, yesterday I discussed some point. Tomorrow I can also discuss some slogan. Yesterday I couldn't. I forget actually, due to some reason. What question? Before you said that like seniority should give priority, but in Bhakti, like those who are much Bhakti, then you should give. To them we can give priority. Yes, but like in this condition, like we cannot see how much Bhakti others have. Oh. Right, nice question. Actually, it is to detect. You have no power to detect. So you will have to follow a little bit this rule given by material philosopher, and little bit you will have to adjust. Time to time, it should be very clear. Follow. Seniority should be given priority means in Gaudiya Bhatti we find one Maharaj, he is totally devoid of bhakti. He is against Guru Vaishnava, but still you have no right to insult him. Very nice person, you are very intelligent. Nice. So you have to make some adjustment here, because you have no power. Externally he is sannyasi, making some mistake, maybe fall down also, but still you must keep yourself safe side. Follow. But don't insult. Very nice question. So, in this material world, you will have to make some proper adjustment. Time to time, you will have to apply your, principle of judgment according to situation by the mercy of Guru Vishnu. If you yourself want to do, it's not wrong. By the backing of Guru Vishnu, Guru what to do. Guru Vishnu can give you indication. What to do, what not to do. Follow? Another question? No? Okay, nice, sir. You get satisfied?